Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für Nudeln mit Lauch und Hackfleisch. Dafür bereiten wir zunächst die Soße vor, einen gehäuften Teelöffel Speisestärke, hier einen Teelöffel Knoblauch sowie Zwiebelpulver, 400 ml Gemüsefond und 200 ml Sahne in einen Mixbecher geben, einmal gut miteinander verquirlen, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben und danach kurz zur Seite stellen. Weiter geht's mit 2 Stangen Lauch bzw. Porree, putzen und in dünne Scheiben schneiden. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen. Jetzt als erstes das Hackfleisch in die heiße Pfanne geben, 500 Gramm, halb Rind und halb Schwein, mit einem Kochlöffel auseinanderreißen und bei mittlerer bis hoher Hitze für 3 bis 4 Minuten unter gelegentlichem Wenden anbraten. Als nächstes kommt der Lauch dazu, ebenfalls für 3 bis 4 Minuten unter gelegentlichem Wenden mit anbraten. Währenddessen auch ruhig schon mal mit einer guten Prise Salz und Pfeffer würzen. Nochmal gut umrühren und danach kommt im Prinzip nur noch die vorbereitete Soße dazu. Alles einmal gut durchrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können. Die Soße zum Kochen bringen und dann bei niedriger bis mittlerer Hitze für ein paar Minuten sanft köcheln lassen. Nebenbei kochen wir uns noch schnell ein paar Nudeln dazu. Dafür einen großen Topf mit reichlich gesalzenem Wasser aufsetzen. Sobald das Wasser kocht, kommen die Nudeln dazu. Ich habe hier heute kleine Rigatoni-Nudeln verwendet. Ihr könnt aber wie immer auch jede andere Pastasorte nehmen. Die Nudeln jetzt für 7 bis 8 Minuten oder nach Packungsanweisung bissfest garen, gelegentlich mal umrühren und dann vom Herd ziehen, über einem Nudelsieb abgießen, zurück in den Topf geben und die Rigatoni jetzt sofort zur Soße geben. Alles einmal gut umrühren, Nudeln und Soße zusammen kurz cremig einköcheln lassen. Jetzt nochmal mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken und danach können wir servieren. Die Nudeln mit Lauch und Hack auf Tellern anrichten. Für die Garnitur noch etwas gehackte Petersilie drüber streuen. Und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.